So, Tag 4, Projekt Hyundai i30N. Ich warte immer noch auf Material, deswegen geht es beim eigentlichen Kernthema heute noch nicht weiter, aber ich habe die Zeit genutzt, zum einen mich zu rasieren, wurde mal wieder Zeit, zum anderen habe ich in dem Fahrzeug alle Kabel ordentlich in die Schweller verlegt, den Kofferraum aufgeräumt, so dass die Klappe jetzt zubleiben kann. Da sind einige Fremdprodukte verbaut, da muss ich das nicht mehr sehen, auch gut. Und ich will die Zeit heute nutzen, mal das, was wir hier machen, näher vorzustellen, einzeln in die Technik zu gehen, denn der eine oder andere ist vielleicht nicht, will einfach nur gut Musik hören in seinem Auto und kann mit dem Begriff Kannsteuerung, DSP, auslesen, Digitalquelle nicht wirklich was tun und weiß nicht, welchen Benefit er davon hat, und deswegen erkläre ich jetzt hier mal die Probleme des Fahrzeugs, die akustischen Probleme, die auch am Ohr ankommen im Einzelnen, und welchen Ansatz wir bei Mosconi haben, diese Probleme zu lösen, und welchen Benefit ihr dann im Endeffekt auch habt, ein DSP-Produkt in Verbindung mit RC-CAN am besten aus dem Hause Mosconi einzubauen. Gut. Der normale Weg in diesem Fahrzeug ein Audio-Upgrade zu machen ist ja, man behält sein Werksradio mit Navigation, was ja auch voll ausgestattet ist und so ziemlich alles kann, was man in der Praxis braucht, greift an den Lautsprecherausgängen des Radios ab, geht mit diesem Signal in einen DSP oder Verstärker oder im besten Fall DSP-Verstärker, um es da aufzubereiten, zu verstärken. So, dabei haben wir von Hyundai am Werk einige Probleme, einige Aufgaben bekommen. Probleme gibt es ja nicht, wir kennen nur Lösungen. Wir haben einige Aufgaben bekommen. Zum einen der Frequenzgang und der Phasengang der Ausgänge, der Lautsprecherausgänge. Was kommt da qualitativ raus? Zum anderen, wir haben keinen wirklichen Remote-Anschluss, um Zubehörelektronik Endstufe DSP ein- und auszuschalten. Und zum dritten hat diese Generation Hyundai Radios ein Problem ab Werk. Das ist ein sehr, sehr hohes Grundrauschen, digitales Knarzen bei Lautstärke 0, wenn der WLAN-Router im Radio eingeschaltet ist. Gut, das sind die drei Aufgaben. Wir haben dafür Lösungen in Verbindung mit dem RC-CAN. Jetzt stelle ich erstmal kurz vor, was ist das RC-CAN? Ja, RC-CAN ist ein kleines Modul mit einem offenen Bootloader, das heißt, es kann je nach Anforderung, je nach Fahrzeug entsprechend angepasst werden. Man braucht das nur einmal kaufen, bei Fahrzeugwechsel kann man entsprechend die Firmware wieder anpassen. Das hängt an der einen Seite am CAN-Bus des Fahrzeuges. Der CAN-Bus, über den CAN-Bus kommunizieren alle Steuergeräte, also unter anderem auch das Radio, miteinander. Und auf der anderen Seite hängt ein Mosconi DSP oder DSP Verstärker. Der wird dadurch mit diesem Modul gesteuert. Das heißt, wir lesen im CAN-Bus Daten mit, die für uns relevant sind, und übersetzen die für unseren DSP, um auf entsprechende Situationen zu reagieren. So, da wäre als erstes mal der Frequenzgang und Phasengang des Hyundai Radios. Ich habe hier mal ein paar Messungen gemacht, was kommt aus dem Radio raus und wie können wir das audiotechnisch aufbearbeiten, korrigieren. Hier in dem ersten Messschrieb, das sind alles Screenshots, die blende ich ein. In dem ersten Messschrieb sehen wir einen relativ verbogenen Frequenzgang. Der Frequenzgang sind die rote und die schwarze Linie. Das heißt, unterschiedliche Frequenzen, tiefe Töne, hohe Töne und alles dazwischen wird unterschiedlich laut wiedergegeben. Wenn wir ein gutes Radio, ein Aftermarket-Radio einbauen, dann ist das eine gerade Linie, alle Töne werden gleich laut wiedergegeben. Das ist zum einen gemacht von Hyundai
um an die Fahrzeugakustik anzupassen. In dem Sinne gar nicht mal so verkehrt. Zum anderen wird es aber auch gemacht, um diese grottenschlechten, miserablen Werkslautsprecher dazu zu bringen, dass zumindest der Nachrichtensprecher verständlich ist. Mit Musik hat das wenig zu tun. Und das zweite Problem, das ist eigentlich viel schwerwiegender bei dem Fahrzeug, ist der Phasengang des Signals, was aus dem Radio rauskommt. Das ist hier dargestellt die lilane Linie, das ist die Summe aus rechts und links. Das heißt, ich weiß nicht, welchen schlechten Shit die Jungs in Korea rauchen, die diese Audioanlage konzipiert haben. Überall, wo diese lilane Linie Einbrüche hat, arbeiten der rechte und der linke Lautsprecher gegeneinander. Das wird, diese Phasenverschiebung wird verursacht durch Allpassfilter. Und da habe ich nun überhaupt keine Erklärungen für, außer dass vielleicht irgendwelche Dröhneffekte ab Werk korrigiert werden sollen. Wie dem auch sei, an einer guten Anlage mit einer Laufzeitkorrektur links, rechts, einer gut abgestimmten Anlage mit ordentlichen Lautsprechern und einer Türdämmung, bekommt man mit diesem Signal, was aus dem Radio rauskommt, entweder Bühne oder Kickbass, beides halbwegs miserabel, aber niemals irgendwas, was Spaß macht, was Richtung HiFi geht, was unserem Anspruch gerecht werden würde. So, das kann man jetzt korrigieren mit dem sogenannten Eingangsequalizer oder den Eingangsfiltern im DSP. Das habe ich hier mal gemacht und damit habe ich sowohl die Phase als auch den Frequenzgang korrigiert. Das heißt, ich habe ein lineares Signal von tiefen Tönen zu hohen Tönen. Die Lautsprecher arbeiten nicht mehr gegeneinander, die arbeiten jetzt miteinander. Ich habe leichte Einbrüche, der tiefe Bassbereich fehlt, der oberste Hochtonbereich fehlt. Das gibt das Hyundai-Radio einfach nicht wieder. Aber das ist brauchbar, um Musik zu hören. So, jetzt kommt der nächste Knackpunkt. Dieses Equalizing, was Hyundai ab Werk macht, diese Klangverbiegungen, arbeiten dynamisch. Das heißt, je nachdem, wie die Lautstärkeeinstellung an meinem Radio ist, habe ich unterschiedliche Equalizer-Einstellungen. So, und ich brauche also nicht nur einen Eingangsequalizer, der entsprechend die Allpassfilter, die Shell-Filter, die Equalizer hat, um das wieder gerade zu biegen. Der kann das im Prinzip nur für eine Lautstärke machen. Bei jeder anderen Lautstärke passt es dann nicht mehr. Da haben wir bei Mosconi den Weg, den Eingangsequalizer dynamisch arbeiten zu lassen. Das heißt, wir machen eine Einstellung für geringe Lautstärken, eine Einstellung für hohe Lautstärken und können das Ganze stufenlos ineinander überblenden. So, und jetzt muss der DSP ja nur noch wissen, welche dieser Zwischensteps zwischen diesen beiden Einstellungen muss ich wählen, um das Werksignal 100% zu korrigieren. Und da kommt das RC-CAN ins Spiel. Das RC-CAN liest die Lautstärkeinformationen aus dem Fahrzeug aus, übermittelt diese dem DSP und der DSP stellt entsprechend den Eingangsequalizer so ein, dass es bei jeder Lautstärke passt. Ich habe das hier auch mal bei 6 verschiedenen Lautstärken übereinander. Man sieht da noch Abweichungen von 1 bis 2 dB. Von ganz leise nach ganz laut arbeitet der dynamische Equalizer im Mosconi DSP immer mit. So, das Ganze ist dann schon geeignet, um richtig gut Musik zu hören. Jetzt kommen wir langsam der Sache näher, dass wir von HiFi sprechen können. Allerdings muss man ehrlicherweise sagen, der Frequenzgang ist immer noch nicht 100% linear. Mir fehlen die untersten Bässe, die obersten Höhen. Das gibt das Hyundai-Radio nicht her. Und auch das gehört dazu. Jeder Filtereingriff hat einen Einfluss auf das Impulsverhalten, auf die Dynamik. Das heißt, es wird
viel, viel besser als Original, aber niemals so gut wie eine von Haus aus lineare, am besten digital übertragene Quelle. So, auch dafür gibt es eine Lösung. Wir können das Werksradio, falsch angefangen, auch dafür gibt es eine Lösung. Jeder DSP heute hat einen digitalen Eingang. Das heißt, wir können eine Audioquelle, ob das unser Smartphone ist, ob das ein Tablet ist, ob das ein Media Player ist, zusätzlich in den DSP einspeisen und haben damit ein perfektes Audio-Musiksignal, 100% Flat, Dynamik, Impulsverhalten, alles stimmt, alles ist super. Das Problem ist, da es am Werksradio vorbeigeht, an dem Hyundai-Radio direkt in den DSP, haben wir keinerlei Möglichkeiten mehr, die Lautstärke zu regeln, außer am Gerät selber, am Handy oder am Tablet. Ist doof. Wir bekommen nicht mit, wenn Anrufe reinkommen und so weiter. Die ganzen Komfortfunktionen sind weg. Also die Anlage ist dann autark außen vor und ich höre nur meinen Mediaspieler. So, und hier kommt wieder das RC CAN ins Spiel. Das kann man so programmieren oder ist jetzt in diesem Falle so programmiert, dass in dem Moment, wo ich auf AUX oder auf Bluetooth schalte, am Werksradio, wird diese digitale Quelle gewählt. Die Lautstärke wird wie gewohnt über das Hyundai Radio oder über die Lenkradfernbedienung geregelt. Die Informationen lesen wir aus dem CAN und geben die weiter an den DSP. Der regelt entsprechend das digitale Signal genauso wie das, was vom Hyundai Radio kommt. Und wir bekommen Infos. Ist die Freisprecheinrichtung aktiv, ist Park Distance Control aktiv und können dann entsprechend auch, wenn Park Distance Control aktiv wird, die Lautstärke reduzieren oder wenn Freisprechen aktiv wird, zurück zum Werksradio, dass man telefonieren kann. Das heißt, wir können auf diese Art und Weise mit dem RC CAN Modul und der Hyundai Firmware eine separate Medienquelle so einspeisen und bedienen, als wäre sie original OEM Hyundai. Keine Komforteinbußen, wenn ich hochwertig Musik höre. Thema Remote-Steuerung. Baue ich ein Zubehörradio in ein Fahrzeug ein, habe ich eine Remote-Leitung aus dem Radio, die dazu dient, die Anlage, die hinten dran hängt, DSP, Verstärker, DVB-C-Tuner, was auch immer, mit ein- und auszuschalten. Das heißt, der Zustand des Radios entscheidet darüber, ist die Anlage an oder aus. Das haben wir bei Hyundai und bei vielen anderen Werksradios nicht. Hier wird mit einer Signalerkennung gearbeitet oder BTL-Erkennung, das heißt, der DSP guckt an den Eingangssignalen, an den Lautsprecherleitungen, die vom Radio kommen. Liegt da ein Signal oder ist das Radio eingeschaltet? Und schaltet entsprechend selber ein und schaltet Zubehör ein. Weitere Endstufen und was sonst noch alles dran hängt. Und diese Technik hat einen kleinen Nachteil. Die Werksradios sind immer schon aktiv, sobald der CAN-Bus aktiv ist. Das heißt, wenn ich das Fahrzeug aufschließe, springt meine komplette Anlage schon mit an. Wenn ich das Fahrzeug abschließe, dann dauert es im Falle Hyundai 3, 4, 5 Minuten, bis CAN-Bus Ruhe einkehrt. Das heißt, bis das Fahrzeug komplett runterfährt, die Elektronik, und erst dann geht die Anlage aus. Das kann je nach Anlagekonfiguration schon mal einige Ampere ziehen aus der Batterie bei stehendem Fahrzeug, das nicht benötigt wird. Somit kommt wieder das RC CAN ins Spiel. Das RC CAN liest den wirklichen absoluten Zustand des Radios ein oder aus dem CAN-Bus und generiert damit eine Hardware-Remote-Leitung, eine blaue Leitung, wie wir sie vom Zubehörradio kennen, um damit die Anlage ein- und auszuschalten. Das heißt, schalte ich das Radio aus, geht die Anlage sofort aus. Mache ich die Zündung aus, öffne die Tür, das Radio geht aus, die Anlage geht sofort mit aus und nicht erst 5 Minuten später. Und wenn ein Fehler im CAN-Bus ist oder ein Steuergerät meckert und der CAN-Bus fährt nicht runter,
dann geht die Anlage trotzdem aus und nicht, wie es bisher häufiger schon mal war. Es tritt keine CAN-Bus-Ruhe ein, wegen irgendeinem Diagnosefehler, Steuergerätefehler im Fahrzeug, der gar nichts mit der Anlage zu tun hat. Aber deswegen fährt die Anlage nicht runter und zieht die Batterie leer. So, das haben wir mit dem RC CAN gelöst. Hardware Remote. Das einmal ganz kurz erklärt. So, und den dritten Punkt, dritten, vierten, wie auch immer, den ich ansprechen wollte. Es gibt bei Hyundai, bei dieser Radiogeneration, ein Rauschproblem, ein Störgeräuscheproblem. Wenn ich die Lautstärke komplett auf 0 runterdrehe und der WLAN-Router im Radio ist aktiv, dann habe ich digitales Knistern in den Lautsprechern. Je nach Fahrzeug mal mehr, mal weniger, aber es ist mehr oder weniger immer vorhanden. So, jetzt kommen wir Schlauermeier, bauen eine Anlage in das Fahrzeug ein, die natürlich auch einen höheren Lautstärkepegel am Ende produzieren kann. Das heißt, der Verstärkungsfaktor ist höher. Und so ein Verstärker kann ja nicht unterscheiden, kommt da jetzt Musik oder kommen da irgendwelche Störgeräusche. Für den Verstärker sind das alles Bits und Bytes und irgendwelche Wellen. Und der verstärkt das stumpf mit. Das heißt, diese Störgeräusche aus dem Hyundai-Radio werden auch mit verstärkt. Und durch die Verstärkung sind die dann in einem hörbaren Bereich. Sprich, viele Hyundai-Fahrer, gerade i30, i30N, klagen darüber, die Lautstärke ist auf 0 und ich habe ein digitales Zirpsen, Knistern in den Lautsprechern. Hyundai bekommt das Problem nicht behoben, können sie auch softwaremäßig nicht beheben, weil das ist ein hardwaremäßiger, ist ein Baufehler im Radio. Also müssen wir das beheben. So, diese Firmware vom RC CAN-Modul habe ich jetzt so programmiert, dass die bei Lautstärke 0 auch die Analogeingänge vom Werksradio komplett mutet. So, und damit ist Stille, ohne Knistern, ohne Pfeifen, ohne Rauschen. Also im Prinzip ein CAN-Bus gesteuertes, hardwaremäßiges Noise Gate. So, damit haben wir das Problem, was Hyundai nicht lösen kann, haben wir in einem mit erschlagen. Mosconi DSP und RC CAN drin und das Rauschen ist passé. Ja, das war es dann schon wieder für heute. Der Kalli muss gleich noch zum Tierarzt, deswegen bin ich heute ein bisschen kürzer angebunden, konnte nur bis Mittag machen. Einmal kurz Resümee vorgestellt der letzten 4 Tage, was können wir machen, was ist RC CAN, was kann man mit dem Fahrzeug machen, welchen Benefit habt ihr. Und ja, ich hoffe, dass gleich die Post kommt, dass die letzte Hardware für das eigentliche Projekt noch geliefert wird. Und dann geht es morgen weiter. In diesem Sinne.